das ist eine Information, die man für sein Leben irgendwie mitnimmt und speichert. Und es gibt ja dieses Ziel des natürlichen Sattwerdens, also dass man irgendwie quasi lernt mit der Zeit, wie viel man isst und dass man dann natürlich auf natürliche Art und Weise nicht zu und abnimmt. Als ich damals, jetzt schon ein bisschen her, ausgezogen bin zu Hause, um studieren zu gehen, da wusste ich eigentlich, wie man kocht und habe das auch regelmäßig gemacht. Aber als dann das Studium losging, da war ich dann irgendwie faul und habe mich nicht so richtig drum gekümmert und bin dann immer zum Lidl rüber und habe mir halt viel aus der Tiefkühltruhe geholt, ungesund gegessen. Die Mensa war, glaube ich, sogar noch ganz okay. Aber irgendwie habe ich dann im ersten Jahr relativ viel zugenommen. Ich glaube sogar 10 Kilo oder so, die ich da zugelegt habe. Und dann habe ich für mich gesagt, ey, nee, so geht das jetzt nicht weiter. Fabian, du musst jetzt anfangen zu kochen wieder richtig und du musst das auch mal irgendwie nachvollziehen, wie viel du jeden Tag eigentlich so isst, um das mal, ja, um halt auch abzunehmen. Und ich habe das relativ lange gemacht. Also ich habe ein Jahr lang getrackt, damals noch mit MyFitnessPal. Und damals war das auch irgendwie noch alles umsonst, relativ viel. Also ich habe da auch keine Pro-Version gebraucht und habe wirklich ein Jahr lang wahrscheinlich nicht alles, aber 90% der Sachen, die ich gegessen habe, getrackt, habe geguckt, wenn ich im Supermarkt was eingekauft habe, so wie viel Kalorien hat das, was steht da hinten drauf, wie viel Fett hat das, wie viel Kohlenhydrate hat das, wie viel Eiweiß hat das. Und in der App habe ich dann ja auch immer gesehen, wenn ich etwas hinzugefügt habe, wie die verschiedenen Nährstoffe sind. Und wie gesagt, das ist schon richtig lange her. Jetzt lasse ich mal zurück überlegen. Das ist jetzt schon so ungefähr 12 Jahre her. Und ich kann heute, nach all den Jahren, immer noch relativ gut einschätzen, ob ein Gericht oder ob eine einzelne Sache, die ich im Supermarkt kaufe, zum Beispiel irgendeine Dose oder irgendein Gemüse beispielsweise, wie viel Kalorien das hat. Das kann ich relativ gut einschätzen. Ich kann relativ gut einschätzen, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette ein Essen hat. Gerade so das Thema, wie fettig ist etwas. Also für mich immer so ein schönes Beispiel, Kokosmilch. Was ist das denn, ey? Kuckucksmilch? Ja. Kokosmilch. Kuckucksmilch, was soll ich damit? Ich bin ja nicht in Malibu. Das ist ja irgendwie was super lecker und es steht ja auch immer dann drin, dass man so eine ganze Dose Kokosmilch reinmachen soll. Machen wir auch meistens, also wir verzichten da jetzt nicht drauf, aber es ist dann schon wichtig zu wissen, okay, Kokosmilch schmeckt geil und hat wahrscheinlich auch ein paar gesundheitliche Vorteile, aber ist halt eigentlich auch nur pures Fett und das muss man dann, wenn man in einer Diät ist, halt natürlich auch beachten. Und warum ich das so interessant finde, ist, es geht gar nicht immer nur darum, dass man das braucht, um abzunehmen oder um zuzunehmen. Also natürlich die meisten Leute, die diese Apps benutzen, die benutzen das in einer konkreten Problemsituation. Sie sind zu dick und möchten abnehmen, so wie ich das damals im Studium hatte. Oder sie sind vielleicht zu dünn und wollen zunehmen und wollen mal gucken, wie viel Kalorien nehme ich eigentlich so zu mir und warum nehme ich eigentlich nicht zu, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich den ganzen Tag esse. Und dabei hilft es natürlich, und das sind wahrscheinlich auch 90% aller Kunden, die diese App dann aus diesem Grund oder aus diesen zwei Gründen benutzen. Ich finde es aber auch interessant, nicht nur für diesen konkreten Fall, ich möchte jetzt 10 Kilo abnehmen und ich möchte das verfolgen und dann in 3 Monaten habe ich meine 5 Kilo abgenommen, dann brauche ich das nicht mehr. Ich finde es auch einfach interessant, so wie ich das eben geschildert habe, das ist eine Information, die man für sein Leben irgendwie mitnimmt und speichert. Und es gibt ja dieses Ziel des natürlichen Sattwerdens, also dass man irgendwie quasi lernt mit der Zeit, wie viel man isst und dass man dann natürlich auf natürliche Art und Weise nicht zu und abnimmt. Also ich habe das mittlerweile. Ich track ab und zu mal wieder, wenn ich mal über einen gewissen Zeitraum irgendwas prüfen will. Zum Beispiel habe ich jetzt in meiner Ernährung aktuell genügend Ballaststoffe zu mir genommen oder so, dann track ich das mal wieder. Aber das ist wirklich ganz, 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 ganz selten.
Ich weiß aber einfach aus dieser Zeit von vor 12 Jahren relativ gut in meinem Kopf, ohne mir da jedes Mal Gedanken drüber zu machen, wie viel Kalorien nehme ich hier gerade zu mir. Und jetzt bin ich zum Beispiel gerade in einer Phase, wo ich gerne wieder zunehmen möchte, weil ich Muskeln aufbauen möchte. Und das fällt mir zum Beispiel auch relativ schwer, einfach genügend zu essen. Mir wird eher schlecht, bevor ich mich irgendwie überfressen kann. Und dann kann ich halt im Kopf relativ gut runterrechnen, okay, ich habe heute das Frühstück gegessen, ich habe dann um 11 Uhr nochmal das gegessen, dann habe ich Mittag gegessen und dann weiß ich so, okay, ich müsste jetzt heute Nachmittag nochmal grob so und so viel essen, damit ich auf meine Menge komme. Und dann weiß ich auch in meinem Kopf, okay Fabian, du hast übrigens so und so viel Schokolade noch gegessen, keine Ahnung, ein Duplo-Riegel hat, sagen wir mal grob 120 Kilokalorien, davon habe ich mir 3 reingepfiffen. Okay, dann bin ich vielleicht heute doch schon an meinem Limit, weil heute habe ich nicht so viel gemacht. Und das ist für mich, glaube ich, ein Teil des Prozesses gewesen, warum ich mittlerweile ja gar nicht mehr in Phasen komme, wo ich dann überrascht sage, oh, ich habe ja so viel zugenommen oder oh, ich habe ja so viel abgenommen, weil das einfach logisch in meinem Kopf sich über die Zeit angesammelt hat. Und wie gesagt, es geht dabei auch nicht nur um die Kalorien, sondern diese Apps tracken ja auch zum Beispiel, und das ist das Wichtigste, die Kohlenhydrate, den Fettanteil, den Eiweißanteil. Und die Leute, die sich halt mit Kraftsport auseinandersetzen, die wollen zum Beispiel immer wissen, nehme ich genügend Eiweiß zu mir. Auf der anderen Seite ist dann oft die Frage, okay, wie viel Fett darf ich heute zu mir nehmen? Ich darf nicht so viel Fett zu mir nehmen, weil ich möchte irgendwie mein Körperfettanteil soll nicht so hoch sein. Übrigens, ich glaube, ich nehme jeden Tag wahrscheinlich mehr Fett zu mir, als diese Apps empfehlen. Und ich habe trotzdem einen Körperfettanteil von, laut meiner Waage von 11%. Also hat vielleicht auch nicht immer 100% damit was zu tun. Und dann natürlich die große Frage, gerade wenn man Ausdauersport macht, wenn man vorm Halbmarathon und so steht, habe ich genügend Kohlenhydrate zu mir gegessen? Oder in der Diät umgekehrt, habe ich zu viele gegessen und müsste weniger essen? Darum heute auch das Video, wo sind wir jetzt, bei ungefähr 10 Minuten, mal nicht ein ganz so langes Video, aber mich würde da mal eure Meinung zu interessieren. Es gibt ja auch Kritik daran, die sagt, hey, diese Apps, also ich kann zum Beispiel aktuell die App Yazio sehr empfehlen, weil die einfach in der kostenlosen Variante am meisten Möglichkeiten bietet. MyFitnessPal ist einfach sehr, sehr teuer geworden, da ist irgendwie fast nichts mehr umsonst. Aber viele sagen auch, diese Apps, die helfen dabei, dass man zum Beispiel magersüchtig wird. Also die unterstützen das. Ich kenne da jetzt keine Statistiken dazu. Es ist bestimmt ab und zu der Fall, dass Leute dann in diese Magersucht verfallen. Ich würde aber empfehlen, aus meiner persönlichen Empfehlung, dass jeder mal irgendwie 1 bis 3 Monate die Kalorien trackt. Und nicht nur irgendwie eine Woche, weil bis dahin hat man nicht alles gegessen, bis dahin hat man nicht, das auch sich nicht in seinem Kopf drinne. Irgendwann fängt man ja an und denkt dann, oh, heute habe ich bestimmt so und so viel gegessen. Oder heute hat das Gericht bestimmt so und so viel Kalorien. Und wenn ich das nur eine Woche mache, dann hat man da einfach zu wenig Daten im Kopf, um sich die zu merken. Darum über einen langen Zeitraum, ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen lang. Ich habe einfach auch ein bisschen lange gebraucht, um dann abzunehmen. Genau. Das war das Video heute und ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ihr Meinung dazu habt, Fragen dazu habt, haut es gerne in die Kommentare und habt noch einen guten Tag.